Wegen deinem ach so tollen Plan stehe ich jetzt vor allem als die Mega-Lügnerin da. Maus, wie konnte ich denn ahnen, dass dieser Penner zu quatschen anfängt? Hm? Teddy, der Penner ist nun mal ein Penner, da kannst du nichts anderes erwarten. Das bringt doch nichts. Du quälst dich nur. War er besser als ich? Hör auf, es reicht! Ich habe gerade erst angefangen. Ich bring dich um! Tablette. Nenn mich nie wieder Vater. Du hast mir alles genommen, Lena. Johannes, nein. Victor, soll ich ein Plakat in der Küche aufhängen, damit Sie sich endlich merken? Was meinen Sie? Ich möchte die Milch separat in ein Kännchen. Mit Verlaub, das ist mir neu. Nein, das war schon immer so. Ich werde den Kaffee sofort neu zubereiten. Berechtigt? Was Sie da verlangen, das ist eine Unverschämtheit. Hallo? Sie bekommen keinen Cent mehr. Paul. Und wenn Sie mich nochmal belästigen, dann landen Sie im Rhein, verstanden? Anstatt er froh ist, dass er die nächsten Monate nicht schnorren gehen muss, ja? Was wollte der Pol denn? Noch mehr Geld. Und keiner erfährt, dass Ihre Tochter nicht in den Rhein gesprungen ist. Ich hab doch gleich gesagt, mit Pennern macht man keine Deals. Erst verplappert hat sich bei Felix, dass er nicht schwimmen kann und jetzt erpresst er auch noch dich. Ich stecke ihm noch ein paar Scheine zu, dann ist Ruhe. Ja, oder willst du schon wieder mit der Schlagzeile in der Presse landen? Nein, natürlich nicht. Na also, weißt du ganz genau, was los ist, wenn keiner erfährt, dass ich Pulver für die Story bezahlt habe. Dann sorg du lieber dafür, dass dein lieber Felix dicht hält. Mein Felix frisst mir aus der Hand. Und die kleine Brandner? Schweigt wie ein Grab, sonst hat sie ein Problem. Gut, dann gehe ich mich jetzt mal um Pol kümmern. Bis später. Hi, Vanessa. Hi, Felix. Was machst du heute Nachmittag? Ich hab schon was vor. Ja, mein Prof hat sie nicht mehr alle. Jetzt soll ich den Entwurf schon nächste Woche fertig haben, anstatt in einem Monat. Das schaffst du doch. Ja, wenn ich in die Unibibliothek ziehe, essen, trinken, schlafen, sein Und lassen. jetzt entspannst du dich erstmal. Wenigstens muss ich bei Arno jetzt nicht mehr helfen. Der hat jetzt genug Leute da. Dann kannst du dich ja zur Abwechslung mal um deine Freundin kümmern. Entschuldige. Hallo, Arno? Robin, eine Katastrophe. Der Maurer hat sich krank gemeldet. Kannst du kommen? Ja. Ja, ich bin gleich da. Danke, tut mir leid. Okay, bis gleich. Arno gibt Stress. Ich kann ihn jetzt nicht hängen lassen. Wir holen das nach, okay? Papa.
wenigstens einen Mann, auf den ich zählen kann. Oder auch nicht. Ciao. Tschüss. Hey, Hi, ist Felix da? Felix, Besuch für dich. Hi, Felix. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Zeit habe. Du musst bestimmt auch für die Örecht-Klausur lernen. Felix, ich habe so oft gefehlt. Könntest du mir nicht erklären? Ich bin noch mit einem Kumpel verabredet, tut mir leid. Na gut. Falls er absagt, kannst du mich anrufen. Ja, mal sehen. Tschüss. Hallo, Jana. Du siehst so erschöpft aus. Waren wir beim Bodyworkout? Hallo, Felix. Hallo, Andi. Trotzdem bis später. Kann ich eurem Verein vielleicht beitreten? Was für ein Verein? Na dem, wir schauen jetzt Vanessa mit dem Arsch nicht mehr an, Club. Du und Jana, was habt ihr plötzlich gegen sie? Nichts. Frag sie doch. Oh, Informationssperre. Keine Ahnung. Was ist mit dir und Vanessa? Weißt du, als sie verschwunden war, startest du plötzlich eine riesengroße Vanessa-Suchaktion. Und jetzt? Seit wir diesen Penner nämlich abgefüllt und ausgequetscht haben, hast du auf einmal einen großen Bogen um sie gemacht. Obwohl er die Story bestätigt hat. Mach ich das? Ja. Und ich kapiere nicht, warum. Ja, weil es ja nichts zu kapieren gibt. So wie bei deiner Malerei. Sie Schatz hatte echt seine Freude an dir. Echt. Bitte, Leonhard, leg das Ding weg. In den Schreibtisch, Hauptsache weg. Stell dir vor, Johannes hätte wirklich die Kontrolle verloren. Hätte man ihm das wirklich übel nehmen können? Schließlich habe ich ihm monatelang ins Gesicht gelogen. Wir haben ihm ins Gesicht gelogen. Und es bringt nichts, sich Vorwürfe zu machen. Wir ändern sowieso nichts mehr. Trotzdem. Ich war egoistisch und feige. Und ich habe damit nicht nur sein Leben zerstört. Und jetzt? Fürs Erste weiß ich nur, dass wir zwei zusammengehören. Willst du wieder als Arzt arbeiten? Ja. Und wo? Hier in Düsseldorf? Weißt du, Cecile, es bringt nichts wegzurennen. Ich habe auch keine Lust mehr, mich zu verstecken. Da werden einige Leute ganz schön gucken. Ja. Das Beste wird sein, dass ich als erstes meine Geschwister darauf vorbereite. Ich melde Sie dann bei Frau von Breinbach an. Ja. Wenn Sie hier bitte warten würden. Nicht nötig. Ich wollte es mir gerade vor dem Fernseher gemütlich machen. Aber ein paar Stündchen Nachhilfe kann natürlich auch nicht schaden. Deshalb bin ich nicht hier. Sondern? Wenn Sie das Tablet vielleicht schon mal hochbringen würden? Natürlich. Hör zu. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze WG anzulügen, nur weil du Scheiße gebaut hast. Andi wollte vorhin von mir wissen, warum ich so komisch zu dir bin. Ihm ist auch aufgefallen, wie fertig mich das macht. Nein. Ihm ist aber nicht entgangen, dass zwischen uns beiden dicke Luft ist. Wegen dieser kleinen Notlüge? Ja, wegen der wir alle dachten, du hättest dir sonst was angetan. Ich hatte eigentlich gehofft, du hast das schon vergessen. Vergessen? Spinnst du? Du wirst den anderen die Wahrheit sagen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Doch. Und zwar wirst du ihnen erzählen, dass du dich im Penthouse versteckt Felix, hast und bitte, bitte, bitte. Nicht hier. Wir besprechen das oben, okay? Na, das war mal Gedankenübertragung. Sorry, waren die letzten. Naja, eins für dich, eins für mich.
Eigentlich wollte ich mit Robin ein Bier trinken. Das kannst du dir sparen, der braucht heute kein Bier mehr. Süße Träume, Milke 7. Echt abwechslungsreiches Abendprogramm. Ausnahmsweise büffelt er nicht für die Uni oder hockt über irgendwelchen Bauplänen. Das klingt nach Beziehungsfrust. Ist das ein Wunder? Immer der gleiche Trott. Wenn er nicht gerade in der Uni hockt, hilft er eurem Onkel beim Umbau. Und wenn er dann mal zu Hause ist, ist er total platt oder du musst im Club auflegen. Ich sag's dir, ist echt eine spannende Beziehung. Wenn ich daran denke, wie oft ich früher unterwegs war. Für Robin ist das im Moment wahrscheinlich gar kein Thema. Naja, Job, Uni. Wenn mein Bruder sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Da kannst du ihm mit 10 Weltreisen kommen. Es muss ja nicht gleich eine Weltreise sein. Lecker, oder? Was ist jetzt? Felix, nein, ich kann das nicht. Und du darfst ihnen auch nichts sagen. Tu das für mich. Bitte. Du glaubst, dadurch lasse ich mich umstimmen, hä? Nein, Felix. Aber wir zwei, wir mögen uns doch. Mögen. Wer nicht? Doch. Doch, alles, was du willst. Jetzt weiß ich, warum du plötzlich mit mir in die Kiste willst. Damit ich weiter meinen Mund halte, hä? Nein, das stimmt nicht. Bis morgen hast du in der WG Klartext geredet. Ansonsten übernehme ich das. Kaffee gekauft hast. Ich hab keine Zeit. Ich muss los, ich ruf dich an. Okay. Oh, ihr könnt auch eine Blaskapelle engagieren. Robin hatte es eilig. Ja, das hat man gemerkt. Und du, warum bist du schon wach? Du planst die Entführung deines überarbeiteten Freundes. Es ist zwar kein Riesentrip, aber immerhin. Und wo soll's hingehen? Nach Südfrankreich auf Nouvelle Festival. Meer, Strand, coole Bands. Ist genau das Richtige für deinen Bruder. Und unsere Beziehung. Das ist nicht ganz billig, oder? Naja, für ein schickes Hotel reicht's nicht. Aber sonst hast du das ganze Geld zusammen? Noch nicht ganz. Aber das wird sich heute ändern. Tja, Junge. Du hast die Maler zu früh bestellt. Das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Wände noch nicht fertig sind. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Die Maler können frühestens in 3 Tagen anfangen. Könnten. Ja, du hast recht. Ich meine, das kann Wochen dauern, bis wir einen neuen Termin kriegen. Dann biege ich das wieder hin. Ja, ich hab's verbockt, also muss ich meinen Fehler auch wieder gut machen. Und wie willst du das anstellen in der kurzen Zeit? Ja, die Wände verputze ich sofort und die Malerarbeiten übernehme ich dann auch noch. Ach so, ist das nicht ein bisschen viel neben der Uni? Nein. In einer Woche ist der Umbau fertig. Da bin ich aber gespannt. Ich verspreche es dir. Du hörst japanische Musik? Quatsch, das ist eine Japan-Pressung von Obi-Tracks. Eine absolute Rarität. Die habe ich total billig in London gekauft. Vielleicht macht mir der Freak einen guten Preis. Du vertickst deine ganzen Schätze an irgendeinen so durchgeknallten Plattensammler, nur um eure Reise zu finanzieren. Also ob Robin das gut findet? Ja, erst mal abwarten, ob genug Kohle zusammenkommt. Was? Robin kann sich eine Auszeit nehmen, trotz Uni und Umbau? Ist nur für ein verlängertes Wochenende. Und wenn sein Onkel ihn nicht freigibt, kriegt das mit mir zu tun. Und wenn der Clubbesitzer dir verbietet, deine Platten zu verkaufen, was dann? Dann bekommt der auch Ärger. Das ist die einzige Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen. Ich wüsste was anderes. Vorschuss. Vergiss es. Klar, wie so einfach, wenn es auch kompliziert geht. Hm? Eben. Typisch Leonhard, wahrscheinlich macht er wieder mal einen Rückzieher. Ich wollte ja sowieso nicht sehen.
Als sein ältester Bruder bin ich aber äußerst gespannt, was er zu sagen hat. Ich frage mich, warum ich mir das alles gebe. Jetzt wart doch erst mal ab, was er von uns will. Hallo. Oh, du kannst dich ja gar nicht von deinem schicken Aufzug trennen. Kommt Carla auch? Sie versucht es, aber in der Holding ist super viel Stress. Sollen wir uns vielleicht setzen? Das können wir auch hier besprechen. Also gut, hör zu. Ich möchte mich weder bei euch entschuldigen, noch mit euch diskutieren, ob mein Weg falsch oder richtig war. Nein, nein, das hätte doch von uns auch niemand erwartet. Ich meine, dass du dich fragst, wie sich Vater damit fühlt, dass du ihm die Frau ausgespannt hast. Ich möchte euch um was bitten. Oh, was denn? Soll einer von uns Trauzeuge sein bei deiner Hochzeit mit Cecile? Blümchen streuen und so? Ansgar. Ich möchte euch bitten, Vater jetzt zur Seite zu stehen. Er braucht euch jetzt mehr denn je. Ach, das haben wir auch schon gemerkt. Was habt ihr denn jetzt vor? Wollt ihr wegziehen? Nein, wir wollen in Düsseldorf bleiben. Ihr wollt einfach so tun, als wäre nichts gewesen? Konstantin, bitte. Du und Cecile, ihr macht's euch echt verdammt einfach. Ach, Konstantin, ich bitte dich, so war unser Bruder doch schon immer. Er macht, was er will und andere dürfen es dann ausbaden. Das ist einfach nur total egoistisch, zum Kotzen. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Wände verputzt. Sag mal, warum muss ich eigentlich die ganze Zeit mit geschlossenen Augen durchs Wohnzimmer laufen? Hm? Weil du armer genug Stress hattest. Mhm. Und jetzt eine fette Belohnung verdient hast. Ja, fertigen Entwurf, das wär's jetzt. Noch besser. Mach mal die Augen zu. Oh nee, dann penne ich sofort ein. Ach, komm. Oh, okay. Hopp. Ja. Oh. Au. Tata. Ich hab's befürchtet, du quartierst mich aus. Nein, reinkrabbeln, suchen, rauskommen. Pepper, Platz da. Karten fürs Nouveau Son Festival. Am kommenden Wochenende? Und wir sind dabei. Wie? Na, Karten, Zugtickets, Campingplatz, ich habe alles organisiert. Silke? Silke. Wen hast du hier sonst erwartet? Ich habe schon gar nicht mehr mit dir gerechnet. Felix, bitte lass uns doch noch mal drüber reden. Keine Ahnung, wie Andys Bild geworden ist. Vielleicht zeigt das dir ja. Hi. Hallo. Hi. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Doch. Du musst nur die Wahrheit sagen. Aber das fällt dir bekanntlich sehr schwer, hä? Darum geht's doch gar nicht. Na dann, kommt ihr mal alle? Felix! Was gibt's denn? Wo sind Coco und Robin? Eure WG wird immer seltsamer. Tja, meine Mitbewohner spielen halt gerne Indianer. Was ist los? Hey, Vanessa. Hi. Sie will euch was sagen. Na, dann schieß mal los. Also, als ich fast im Rhein ertrunken bin, ja? Das war alles ein ganz kleines bisschen anders. Gib's doch endlich zu. Du hast mich nie wirklich geliebt. Silke, du bist mir wichtig und deswegen... Wichtig? Ich bin dir wichtig? Weißt du, wie weh das tut, wenn man eigentlich was ganz anderes hören will? Ich weiß, ich hätte dir viel früher die Wahrheit sagen müssen. Aber das hast du nicht. Ich habe immer geahnt, dass du Cecile immer noch liebst. Und du hast es jedes Mal abgestritten. Ich wollte es selbst nicht wahrhaben. Warum hast du mich überhaupt geheiratet? Ich wollte es wirklich. Aber das war ein Fehler. Es tut mir leid, Silke. Ich habe nie geplant, dir so weh zu tun. Aber das hast du. Ich wollte nicht, dass es so endet. Und ich habe gedacht, du liebst mich auch. Wie
kannst du mir das antun? Nur weil du deine Sozialstunden nicht abreißen wolltest? Und wir machen uns alle total verrückt, weil wir dachten, du hättest dir was angetan. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Wieder mal ein klassischer Vanessa-Fake. Mir war einfach alles zu viel und dann auch noch diese fiesen T-Shirts für Nico. Ach, jetzt ist auch noch Nico schuld, ja? Hast du eigentlich eine Ahnung, was hier abgeht? Felix hat diese Suchaktion gestartet. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Oh, Vanessa weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat, ja? Ach, und deswegen ist alles vergeben und vergessen? Du bist doch echt gehirnamputiert. Du verschwindest jetzt von hier. Lass dich hier nie wieder blicken. Mann, geht's hier ab. Vanessa hat's nicht anders verdient. Ist nicht das erste Mal, dass sie so eine Nummer abzieht. Sie hat immerhin alles freiwillig zugegeben. Ach, das ist ja toll. Ja, ist es auch. Hoffen wir lieber, dass sie sich jetzt nichts antut. Ihr werdet nicht gerade sehr freundlich zu ihr. Renn ihr doch hinterher und tröste sie. Das macht er sowieso. Keine Sorge. Was soll das jetzt heißen, ne? Ja, meinst du, ich bin blind? Du bist doch immer noch total verknallt in diese Tussi. Sonst hättest du ihr nie so schnell verziehen. Das ist Schwachsinn. Sie tut mir einfach leid. Ist wirklich alles okay mit dir? Zwischen uns ist doch alles klar. Silke, wo willst du denn jetzt hin? Geht dich nichts mehr an. Cecile. Glaubst du etwa, ich lasse mir von dir alles gefallen? Mann, 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 die Welt spielt echt verrückt. Du meinst, Vanessa spielt verrückt, aber das ist ja nichts Neues. Egal, hacken wir die Frau ab und freuen uns auf unsere Reise. Endlich mal raus hier. Ich habe das Line-Up ausgedruckt. Da sind echt geile Bands dabei. Und es ist unser erster gemeinsamer Trip ans Meer. Mit echten Palmen. Die Bands am ersten Tag, Coco, die sind... hör mir bitte mal zu. Du freust dich überhaupt nicht. Doch, ich freue mich und ich würde auch wirklich gerne mit dir verreisen, aber... Guck mal, wir stecken bei Arno mitten im Umbau und ich habe dann einen ziemlich großen Fehler gemacht. Ja, weil du völlig überarbeitet bist. Gönn dir doch mal eine Pause. Das geht aber nicht. Ich muss für die Uni noch den Entwurf fertig machen. Dann nimm die Sachen einfach mit. Coco, kapierst du es nicht? Ich habe Verpflichtungen hier und die sind mir wichtig. Weißt du, ich kann nicht einfach mit dir nach Südfrankreich abhauen, das geht nicht. Vanessa, warte! Tut mir leid, dass Sie so blöd reagiert haben. Aber du warst echt klasse und mutig. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wirklich. Und die anderen, ich meine, du kennst sie doch. Die kriegen sich schon wieder ein. Ja, oder auch nicht. Das war so eine Schwachsinnsidee von dir, Felix. Was willst du überhaupt schon wieder? Du musst doch jetzt happy sein. In der WG habe ich Hausverbot und alle hassen mich. Vanessa, ich bin dir hinterhergelaufen, weil ich... Was? Weil ich bei dir sein wollte. Ich bin immer noch in dich verliebt, Vanessa. Und ich hasse dich. So sehr wie noch nie.